Manchmal frage ich mich selbst, wann man eine Idee für ein neues Abenteuer entwickelt. Und meist startet es mit einem Blick auf eine Karte. Plötzlich spinnt sich im Kopf eine ganze Reise zusammen. Man sieht die Straßen, die Orte, die Landschaften. Man stellt sich vor, wie es sein könnte. Ja. Guten Morgen. Und was habt ihr eingekauft? Happa, happa, süß, 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 salzig, salzig. Happa, happa. Ganz zwischen meine Dreckwäsche. Oder ein Handtuch, dann ist man nach dem Duschen aber gut. Ist da Köstliches? Eine Teigtasche mit Würstchen drin. Und hier ist noch so eine Creme. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Vielleicht mit Tomate. Köstlich auf jeden Fall. Heute geht's richtig rauf, die Treppe rauf. Ich denke, es wird schmerzhaft und einen richtig guten ersten Muskelkater setzen für die restliche Tour. Wie war der Anstieg? Also bis jetzt fand ich ihn angenehm. Easy. Easy jetzt nicht, aber also es war jetzt nicht irgendwie, wo man absteigen müsste und schieben müsste. Was ist denn hier passiert? Die Schraube. Die Wir auf dem hatten hier Boden einen lag. kleinen Accident hier auf der Gas. Das Band hat sich hier in Georgs Felge verwickelt und dann gab es eine Vollbremsung. Unfreiwillig. Schauen, ob das noch geht. Der Schlitz hier ist halt echt wild. Also das Du hast die Schraube halt auch aufgeschlitzt, gell? Wie ist denn der Schraube da? Das ist ja falsch natürlich. Boah, ja stimmt. Also man hat halt schon Kraft, gell? Und vor allem dann mit Hitzeentwicklung. Welchen habt ihr genommen? Die untere oder was? Ja, immer die vielleicht Kiel untere. holen. Kiel holen? Mit Bier. Bier. Bei mir hat mich das Wort Riemen daran erinnert, an Kiel holen. Was ist Kiel holen?
Wenn du unterm Boot durchgeschleift wirst. Ey, das hält doch wie eine Bombe schon wieder. Oh, das sieht aus wie eine 1. Das sieht Sieht aus wie neu. Sieht eigentlich neuer aus als Wirklich neu. neu. Der hat jetzt endlich mal Charakter. Das Terra her ist bestimmt Geburt. Ja. My friend, how are you? So, Hanno. Wie war es jetzt hier hoch? War ein Kampf auf jeden Fall. 600 Höhenmeter, nur schieben. Über Stock und Stein. Ja, wir haben es geschafft. Irgendwie jetzt kleine Probleme. Ich hätte mal nicht auf dich hören sollen, Hanno. Warum? Du meintest, ja, der geht doch hoch. Das liegt doch nicht am Reifen. Das liegt an deinem asozialen Fahrverhalten. Was soll denn das heißen? Asozial. Ich glaube eher, das liegt an dem Reifen, der schon ein bisschen gefickt ist. einfach zu sehr. Ich glaube auch, dass der Marius zu viel hackt. Sogar dieser Keks. Wir müssen echt mal dringend an Wasser kommen. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Ich google mal den nächsten Supermarkt. Oh, man hat hier sogar ganz gutes Netz. So dein Eindruck von Bukarest? Junge Stadt, sehr sauber, viele alte heruntergekommenen Gebäude, die aber komplett überarbeitet werden. Es gibt viele Baustellen. An vielen Stellen ist die Stadt schon komplett neu gemacht. Die Stadt funktioniert, sieht sehr gesund aus. Viele schicke Läden, neue Geschäfte, die Leute ziehen sich gut an. Kaum Obdachlosigkeit, kaum Drogen, macht sehr viel Spaß.
Lass mal pennen gehen, oder? Ja, lass mal kurz fragen. Ey, die kann ich eigentlich auch bei mir dran machen, oder? Hast du auch MagSafe? Soll ich mal haben? Ne, ich hab kein MagSafe, aber ich hab USB-Typ-C. Ich will das nicht haben. Hast du MagSafe? Ja. Aber wahrscheinlich noch nicht so stark, oder? Wie wichtig denkst du, ist so ein Gruppenzusammenhalt oder generell die Gruppendynamik bei solchen Abenteuertouren? Essentiell. Also wenn eine Gruppe ist wirklich nur so stark wie das schwächste Glied. Alter Spruch, aber das stimmt. Das merkt man auch in so einer Tour. Und wenn da irgendwo schwerwiegende Komplikationen auftreten zwischen Mitgliedern, dann ist das ein Genickbruch. Also ich glaube, dass wir da echt Glück haben, so eine tolle Truppe zu haben, und ja, das haben die wenigsten, dass man die Möglichkeit hat, mit Freunden so eine Tour zu machen. Sonst muss man das alleine machen oder zu zweit. Und wenn es dann mal zäh wird, wenn es dann irgendwo mal knarzt oder ein paar Funken schlägt, dann ist das sehr schwierig für die meisten, glaube ich. Ja, Georg, was steht heute auf dem Programm? Also wir haben gestern Nacht nochmal notdürftig den Plan geändert und fahren jetzt heute nach Schumen. Das ist also ein paar Donauschleifen weiter. Das heißt, wir haben eine ziemlich fette Etappe heute vor uns. Lass mich nicht lügen, ich glaube es sind zwischen 130 und 150 Kilometer und um die 1500 Höhenmeter. Da freuen wir uns drauf, oder? Das wird kernig. Mal schauen, wie viel Strecke wir vor der Mittagspause schaffen. Damit steht und fällt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, wo wir dann tatsächlich schlafen. Jetzt ist weg. Wie geht's dir heute so, Marius? Mir geht's ganz fantastisch. Hast du Lust auf die Etappe? Sicher. Die Straßenhunde hier, die sehen sehr süß aus. Ich glaube, es sind auch keine Straßenhunde. Platte Nummer 4 bei Marius nach 100 Kilometern. Wir haben noch ungefähr so fast 40 Kilometer zu fahren. Und ja, der Marius hat natürlich nicht richtig gehört und wollte sich keinen neuen Mantel kaufen. Und das hat man halt natürlich davon. 4 Platten. Und wir sind gerade mal bei Tag 6, also das kann noch was geben. Vielleicht kann ja Marius den neuen Plattenrekord aufstellen. Mit vielleicht 10 Platten auf der Tour. Schauen wir mal, was noch kommt, ne? Wenn ich hören will, muss fühlen, ne?
muss den Körper behandeln wie ein Hund. So, Zeigen, wo wer Boss lang ist. geht. Ja, genau. So sagt das. So sagen sie bei der Bundeswehr. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Ja, was soll man hier groß sagen? Ich freue mich auf die Tour. Ich habe mit Abstand das billigste Fahrrad mit den billigsten Teilen und hoffe, dass das jetzt die nächsten 500 Kilometer gut überlebt. Folgt uns für mehr Updates. Also dafür, dass das ein ruhiger Anfang sein sollte, bin ich jetzt ganz schön am Sack, muss ich sagen. Also ich hatte eigentlich, so wie gestern ja schon erwähnt, durch meine gesundheitlichen Einschränkungen, klingt viel schlimmer als es ist, darauf gehofft, dass so ein bisschen Einfahren heute angesagt ist. Und ich kann sagen, ich bin auf jeden Fall eingefahren. Hanna, was meinst du? Akzeptable Tour oder eher zu wenig? Das Ende hat nochmal richtig Bock gemacht. Ich weiß nicht, was besser war. Das Vollgas den Berg hochfahren oder Vollgas den Berg runterfahren. Das Beste ist noch, es gab keinen Platten. Nur so leichten Luft verlieren. Also ich fand ja das Strandstück am besten, aber da sind wir wohl geteilter Meinung. Wir fahren jetzt 20 Kilometer oder so Gravel und der Rest ist Luftfahrt, oder nicht? Ja, aber wo lang? Hier unten am Kap oder was? Ja, aber das sieht irgendwie aus wie mehr als 20 Kilometer. Der Plan ist heute, dass es nicht so lang sein soll und nicht so anstrengend. Der Plan sieht eigentlich ganz okay aus, aber Das war gestern halt auch schon das so. war gestern auch schon der Plan. Und gestern war es wieder, es war zwar nicht so weit, aber es war ultra anstrengend. Dann hat er richtig lange gedauert. Okay. War nicht so okay, nee. Wie bewerten Sie hier diese ernste Plattensituation, die wir ja leider haben? Ich muss gerade den gesamten Hass aus meinem Innern hochconjuren. Ich finde das ultra scheiße, aber ist egal. Es wird jetzt einfach mit Hass alles bis zum Ende durchgeknallt, ist auch nicht so schlimm. Ist auch eigentlich noch nicht so weit heute, ist auch alles noch im guten Bereich, aber ich bin schlecht drauf. Ich glaube, jeder hat auf der Tour leichte körperliche Komplikationen erfahren. Also wir hatten ein paar Knie, ein paar Rücken, die belastet waren. Ich selber hatte 3-4 Tage lang Knieschmerzen, die dann auch zunahmen, wo ich 2 Tage lang auf dem Fahrrad saß und mir echt gedacht habe, oh Gott, hoffentlich wird das jetzt nicht schlimmer. Sonst ich möchte mir gar nicht vorstellen, was ich sonst hier, ob ich das abbrechen muss oder so. Da habe ich dann die Zähne zusammengebissen und das
hat sich zum Glück ausgefahren, kam später nochmal leicht wieder. Aber dann hatte ich schon das Gefühl, dass das einfach geht, dass man da dann durchfahren kann. Ja, nimm Stativ weiter. Was steht heute an? Grenzübergang in die Türkei. Und 1400 Höhenmeter. Ich gehe jetzt an den heutigen Tag zu überleben und hoffen, dass ich am Ende dieser Tour noch laufen kann. Das ist dramatisch, aber Konrad hat leichte Knieschmerzen Ja. heute. To Istanbul. Wie viel der Platte ist das denn jetzt hier wieder? 7. Also 12 Tage waren wir unterwegs, 1070 Kilometer, unzählige Höhenmeter, unzählige Gravelstrecken und jetzt haben wir es endlich geschafft nach Istanbul. Also es ist schwierig, es auf ein Highlight runterzubrechen, aber es gab einige Highlights auf dieser Fahrradtour. Eigentlich insgesamt die Kultur hier in den Ländern, in Rumänien, Bulgarien, aber auch in der Türkei. Besonders auch gerade in der Türkei die Herzlichkeit der Menschen, wie wir aufgenommen wurden. Die Leute waren interessiert, was wir gemacht haben, wo wir herkommen. Also eins der eindrucksvollsten Erlebnisse war, glaube ich, als wir uns tief durch die bulgarische Wildnis gekämpft haben, an der Küste Bulgariens entlang, auf einem sehr gerölligen Feldweg und dann einer Herde Kühe begegnet sind, die von 3 großen Schäferhunden bewacht wurden. Aber leider, als das Kläffen dann immer lauter wurde und die Hunde immer näher kamen, mussten wir dann leider umdrehen und einen anderen Weg suchen. Das war schon sehr eindrucksvoll.